Nö. Hui! Doch, ja. Blutsensor. In der Scheune drin, ne? Gut. Ja. Hallo. Guck mal, wie er mich anguckt. Der frisst mich gleich. Nein, ich will noch nicht mit dir reden. Howdy. Hi. Need some chocobos to cross the swamp. I'm sorry, Pops, but you're out of luck. Gruftis. Got no more birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. But I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Ja, Bestechung. Mhm. 10 grand each. Bitte? Pro Kopf? The thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Well, there is one other option. Only cost you $1,000. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours. Free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Pico. The hardest-headed bird you'll ever meet. By far. And he's the spitting image of Pops here. Start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle them no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. Kid's a born businessman. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Okay, machen wir. Sobald wir den haben, kommen wir zurück. Das können wir machen. Ich beklau dich mal kurz. Ich hoffe, dich stört das nicht. Neuer Stab für Aerith. Okay, dann muss ich sie aber erst leveln. Wir reden gleich mit ihr. Wir gehen erstmal hoch und machen alles kaputt. Nebenbei. Ja, wenn wir Pico haben, dann... Ah, schaut mal. Dann kommen wir nochmal hier... Warum kriege ich Mokri-Medaillen? Wofür? Kann ich? Nee. Okay. Ja, wie gesagt, wenn wir Pico haben, kommen wir nochmal her gleich. Würde ich sagen, direkt. Ich versuche mal, bei dir was zu kaufen. Sorry Ja? about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose. But he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah, the Undercity. Then do you happen to know Chocobo Sam? Yep. Not very well, but yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums. He's a big deal in Walt. Why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault Mom and Dad are gone, so... Chloe, that's none of these good folks' business. But they get help! Don't tell It's anyone egal. what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry, your secret's Was safe ist with mit us. dem I Regal? promise. Oh, take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh?
Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye. Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for Chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Okay. Schokobo-Accessoires. Jetzt wird's fancy. Chloe verkauft in ihrem Laden auf der Schokobo-Farm Accessoires für die gelben Reitvögel. Die Accessoires kannst du mit Goldfedern erwerben. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn du Schokobo-Haltestellen wieder instand setzt. Oh ja, und das werden wir tun, Leute. Und wie wir das tun werden. Ja, okay. Das sieht nicht schön aus. Werde ich aber wahrscheinlich doch kaufen. Aber es sieht nicht schön aus. Vor allem, was Shinra dran steht. So, was kann ich denn hier so machen? Ist das Material zum... Ah, okay, weiß ich. Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Verkaufen, kann ich irgendwas Cooles bei dir verkaufen? Nee, ne? Okay. I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Yeah. Okay, wenn wir Goldfedern haben, kommen wir hierher zurück. Dann versuchen wir doch jetzt erstmal an Pico zu kommen. Wo ist denn das wilde Vögel? Hä? Muss ich das jetzt... Hä? Ich soll seinen Fußspuren folgen. Das heißt, wir müssen hier raus und müssen seine Fußspuren finden. Okay, so. Das ist ausgebüxt. Ich gehe mal... Alright, Pico. Where'd you run off to? You mean Pico? Let's try looking for some tracks. Die Frage ist, also, wo fangen wir an, nach Spuren zu suchen? Auf dem Gelände, draußen vom Ausgang. Ich meine, gut, okay, der kommt hier aus dem Zorn nicht raus, ne? Der muss halt irgendwo runtergejumpt sein oder durchgehüpft sein. Wo der Ausgang offen ist. Also, Moment. So viel Zeit muss sein. Also wahrscheinlich Hauptausgang raus und dann gucken, ob wir ein paar Vogelspuren sehen. Ah. Hier lang. Er hat doch immer brav den Weg genommen, das ist toll. Bingo. Yeah! Come on, y'all. Let's go bag us a chocobo. Mach nicht so einen Krach, Barrett. Keep it down. When you're on the hunt, you don't want to startle your prey. Pray? You know we're not here to kill him, right? Yeah. Ja, aber trotzdem musst du dich halt langsam nähern, ne? So, nähere dich, Pico, ohne dass er oder die anderen Chocobos dich bemerken. Falls sie argwöhnisch werden, kannst du dich per Kreis mit einer Ausweichrolle schnell aus dem Staub machen. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzuheben und mit L1 und Viereck zu werfen, um Chocobos abzulenken. Ich muss ja an Pico ran, ne? Nein! Oh Mist. Okay. Warte, nochmal. Ja, bitte. Ja, hier wollte ich nämlich hin, so weit war ich gar nicht. Das ist ja gemein. Das ist jetzt ein bisschen geschummelt. Kann das?
Warum schläft der? Was habe ich getan? Den Schokobo erschlagen. Das war süß. Aber auch so dumm. Hab dich. Chill. Ruhig. Good bird. Hab dich. Gott. Hi. Guck mal. Hau rein, Bruder. Aw, isn't he just the cutest? Gewisse Ähnlichkeit, ne? No, they are kind of similar. Totally. What does he want now? Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. Das findet er gut. Ey. Back to the ranch it is then. Come on. Warte. Junge, wie schnell bist du? Tatsächlich hier den Ohrwurm. There's our guy. Nothing beats a little taste of home, now does it? Not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's had his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right? I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Ja, warte, ich will noch mal kurz zu deiner Schwester in den Laden. Ich hab doch so coole Sachen jetzt. Ich hab so eine komische I Feder. really can't thank you enough for bringing Pico back to us. Jo, kein Ding. Wie spät ist das eigentlich? Oh, 6:30. Okay. Ja, wir tauschen mal. Ich habe 2 Goldfedern. Ich kann jetzt einen Reitvogelhelm, einen Reitvogelküdas und Reitvogelbeinschienen benutzen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals anbringen werde. Ich kaufe sie trotzdem. Ist, aber If you ever want to ja. change your Chocobo's gear, feel free to use the stable just over there. Cool. Möchte ich aber nicht, weil das sieht ziemlich
Ich mach's schon. Ihr habt mich überzeugt. Ich tu's. Die Schokobox ist verfügbar, sobald Pico einsatzbereit ist. Okay. Hä? Ach, Hey there. What a pleasant Chatty, surprise. danke. Ich bin auf den Namen nicht gekommen. You do remember me, don't you? Ja, klar. Ich habe nur den Namen vergessen. Natürlich nicht. I knew you would. It was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. Your invaluable intel allowed me to create so much materia. Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? Okay. I was created by Professor Hojo, you know. Ach, Quatsch, echt jetzt? Your thoughts could be read by any cyborg. But, to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. You need more battle intel. That's the Cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remnawave towers first. Funktürme? They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow. As will the area I can survey. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? That's your first target. And this will activate it. As the tower is close by, allow me to accompany you. Okay. Funktürme. So, jetzt also schon Schokobo-Haltestellen anschmeißen wieder. Dann Funktürme. Was noch? Also ihr seht schon, wir werden wahrscheinlich dann gleich erstmal Funktürme anmachen gehen. Here we are. Und da jetzt einfach dran. Uah. Okay. Stöpsel. Tower activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das solche Punkte aufdeckt oder irgendwie die Karte After careful aufdeckt oder irgendwie sowas. I have devised a new name for this type of research. I call it World Intel. Super, Weltberichte. Shatley speist Informationen aus der ganzen Welt in seine Datenbank ein und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materie oder Programme für den Kampfsimulator. Hilf ihm dabei, indem du seine Mission erfüllst und deren Analysefortschritt in den einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Funkturm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, kletterst du am besten direkt hinauf und aktivierst ihn. I hope you'll assist me in gathering relevant data by completing various tasks on your travels. In return, I will use the information you provide to develop new materia, quid pro quo. To summarize, I want us to become research partners. But before that, is there anything you would like to ask? Ja. With each piece of world intel you collect, you will also provide me with the data I need to develop new materia. What I ultimately produce, however, is for you to decide. I look forward to finding out what we can create together. Do you happen to have any questions about world intel and the like? These communications towers were built by the Republic of Junon in order to further their understanding of the planet. They scan for all manner of signals.
which, in turn, reveal myriad locations of interest, such as long-forgotten ruins and rare natural phenomena. Should you happen to stumble across a tower, please activate it. I must urge you to proceed with caution, though. Feral beasts often claim these installations as their territory. Do you happen to have any questions about World Okay, Intel and the in der like? Nähe von den Türmen sind also auch Monster unterwegs. With a special pair of goggles, you can do battle in a virtual arena, regardless of your real-world location. That's the combat simulator. Or my combat simulator, as Shinra developed the stationary models first. And fret not, it will never be obsolete. I'll keep it up to date with intel from unique enemy encounters. I will also endeavor to implement all of the summons once I finish analyzing the myths and legends surrounding them, of course. In fact, after poring over stories from the grasslands, I have finished implementing a new one. A towering colossus known as Taten. Engage him at your leisure. Do you happen to have any questions about world intel and the like? Gut, ich sage jetzt mal so, den Titan, den ich jetzt im Kopf habe, ist, glaube ich, ein bisschen anders als der hier im Spiel ist. Weil ich habe einfach instant den aus Final Fantasy 16 im Kopf gehabt. Also der war ja wirklich sehr groß. Ich glaube, der fällt hier zwar auch groß aus, ja, aber ein anderes Ausmaß von groß. Ist ein bisschen kleiner wahrscheinlich, die Miniaturvariante. Which particular task would you like to learn about? Ach Gottchen, Kämpfen gegen Ungeheuer, Kristallanalyse, Protosubstanzen und die Lebensquellen. Mach mal Lebensquelle erst. Simply put, life springs are formed when the life stream breaches the planet's surface. To Shinra, the volume of Mako that can be extracted from these springs is insignificant, certainly not worth the expense. But to us, they are a veritable font of knowledge. In order to tap these precious reserves, however, you will first need to find them. If you still have questions about world intel, please ask away. While it is normal for creatures to adapt to their environment, sometimes these adaptations make them a threat. I would like you to track down and eliminate these creatures, and amass data on them in the process. If you still have questions about world intel, please ask away. In certain remote areas, fragments of planetary wisdom have coalesced into crystalline forms. Though the knowledge contained within them is vast and varied, one subject is of particular interest to me, that of summons. If you would analyze the crystals in my stead, thus extracting said knowledge from them, I can use it to enhance our materia. If you still have questions about world intel, please ask away. Okay, kann also durch die Kristallanalysen die Esper verstärken? Okay. Ah, yes. I was hoping you would ask. I detected some strange energy signals earlier. My current theory is that they emanate from the remnants of ancient artifacts. But until we investigate, there's simply no telling what the sources might be. And since we have yet to identify them, I have taken the liberty of naming these objects proto-relics. A rather endearing name, if I may say so. At any rate, I would be grateful if you could investigate said curiosities and ultimately recover them for study. If you still have questions about world intel, please ask away. Gut, hier weiß ich jetzt alles. Und hier haben wir jetzt auch uns alles angehört. In that case, I see no reason not to begin at once. With your activation of this tower, my analysis of the grasslands has already yielded some data. Though hardly substantial, it is enough for me to create materia. Which of these would you like? Glut und Frost, Feuer und Eis anwendbar. Ermöglicht den Einsatz von Feuer- und Eiselementen. Oh, was? Ey, das ist ja... Morphen? Was ist denn Morphen? Morphen verwandelt deine Gegner in einen Gegenstand, wenn seine TP einen bestimmten Wert unterschritten hat. Auto-Spezialfertigkeit. Setzt automatisch die Spezialfertigkeit ein, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Tiefer benutzt darüber hinaus auch Entfesselung von, wenn diese Materie eingesetzt wird. Was? Laber nicht. Erstmal das hier finde ich unfassbar gut. Dass das so ein Kombi-Slot ist, einfach, dass du halt... Shut up and take my money, Alter. Und Autospezialfähigkeit finde ich auch sehr gut. Das nehme ich schon mal mit. Ich werde alles kaufen. Früher oder später, denke ich mal.
I wish you Und all dann the schauen wir best mal. in the long journey that lies ahead of you. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. Wo kommt der kleine Robo-Freund auf einmal her? R2D2, hä? So, der Kampfsimulator. Mit dem Kampfsimulator kannst du dich zahlreichen virtuellen Kämpfen stellen. Erfülle die entsprechenden Kampfaufträge für Shadley, damit dieser aus den gewonnenen Daten neue Kampfprogramme für den Simulator entwickeln kann. Spezielle Esper-Kämpfe, die dir bei einem Sieg eine Beschwörermaterie für die entsprechende Esper bescheren, werden automatisch hinzugefügt, wenn du eine neue Region betrittst. Sprich mit Shadley, wenn du ihn triffst, um Zugriff auf den Kampfsimulator zu erhalten. Ernsthaft, was macht R2D2 hier? Oh mein Gott. Kampfsimulator. Ganz viel Kampfsimulator gibt's jetzt. Warum läuft hier Fahrstuhlmusik? Puh, Alter, das ist jetzt ein Brocken, Leute. Ne? Das ist ja schon nicht ohne, ne? Wir haben jetzt dieses Glut und Dings und diese Autospezialfertigkeit. Die möchte ich gerne tatsächlich ein tiefer geben, weil sie dann automatisch auch Entfesselung nutzt. Das ist also im Prinzip ihre Materie. Die hat nirgendwo anders was zu suchen. Dann habe ich jetzt noch Glut und Frost. Das würde ich ihr gerne geben, weil es einen Slot spart und somit 2 Magieangriffe abdeckt. Achso. Ich bin dumm, ja? Ja, ich bin wieder dumm. So. Das heißt, dich möchte ich entfernen und dich möchte ich entfernen und damit kommt dann das hier rein. Das ist der Wahnsinn, Glut und Frost. Das ist ja voll cool. Gewitter mit einer Tonne. Somit wäre das quasi abgedeckt. Das kann ich bei irgendjemand anders dann jetzt reinpacken. Habe ich noch irgendwas, was für dich interessant wäre, meine Liebe? Nee, eigentlich nicht. Dann würde ich bei dir... Brauche ich eigentlich stehlen? Ist so eine Bopper-Fähigkeit, die ich nie benutze. Somit hätte ich jetzt Glut und Frost über. Ich bin jetzt überlegen, Luft. Dann würde ich vielleicht Glut wieder bei dir reinmachen. Analyse habe ich beklaut drin. Schon gewundert. Und Frost hätte ich noch über Toxin. Diese Abwehr. Ich würde Barrett vielleicht Frost geben erstmal, dass der was hat. Ach, und Luft habe ich auch noch. Guck mal, den kann ich ihm auch geben. Ist der nicht so alleine hier. Okay. Sehr schön. Wir müssen beim Dings-Leveln jetzt mit Aerith erstmal weitermachen. Können wir ja gleich nutzen. Cloud, Hi. I have recreated Taten, the mythical colossus of the grasslands, in virtual space. I encourage you to pit your skills against this summoned entity, so that I might complete its materia. Ich habe ein bisschen Angst. Ballert er mich gleich mit Titan rein oder kann ich erst auswählen, was ich mache? Was heißt Stufe automatisch? Heißt es, die Esper passt sich immer meiner Stufe an? Kämpfe in einem Dreierteam gegen den legendären Koloss, dessen Schläge Gebirge aufgetürmt haben sollen, damit wir seine göttlichen Kräfte besser einschätzen können. Ich sehe Titan ziemlich bei Barrett, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, let's go, ne? Boah, was sieht der denn hier aus? Ach du Scheiße. Beim erfolgreichen Abschluss eines Esper-Kampfs im Kampfsimulator erhältst du die Beschwörermaterie der besiegten Esper. Falls sich der Schwierigkeitsgrad also zu hoch herausstellen sollte, hast du die Möglichkeit, die Esper-Kristalle jeder Region zu analysieren und die Esper im Kampfsimulator auf die Weise zu schwächen. Das ist ungelogen smart. Das bedeutet, Leute, wir werden irgendwann mal gegen die volle Stärke von Titan kämpfen. Aber ich bin nicht dumm. Ich sammle erst die Kristalle und mache dann das Vieh platt.
was wir tun können, ist aber schon mal diesen ganzen anderen Quark hier machen. Zumindest schon mal so 2, 3 Stück, würde ich vielleicht sagen.